Wenn wir auf diesem Kanal von Überwachungsstaat oder technischer Dystopie sprechen, bringe ich meistens China als Beispiel. Klar, die hacken alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, doch davon kriegt die eigene Bevölkerung wenig mit. China ist jedoch auch der eigenen Bevölkerung misstrauisch gegenüber. Frei nach dem Motto Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und gleich dem zweiten Motto, viel hilft viel. Denn in China ist die technische Überwachung so ausgereift wie in keinem anderen Land. Überwachung allein ist aber erstmal kein Selbstzweck. Das sieht man bei unserer Polizei ganz gut. So viel Informationen wie nie, aber man kann sie nicht verwenden. Und dazu führt China nach und nach ein System ein, das dem Roman 1984 in nichts nachsteht. Das Social Credit System oder Sozialkreditsystem. Wirklich, wenn ihr denkt, wir haben hier in Deutschland viel Überwachung, wartet ab, was China da alles macht. Und trotzdem haben die jüngsten Entwicklungen in Deutschland viel von dem chinesischen Flair. Auch Australien zieht ordentlich mit. Die westlichen Länder scheinen immer mehr in den Geschmack von mehr Überwachung zu kommen. Daher lasst uns gemeinsam schauen, was in China passiert, was wir bei uns schon haben und vor allem, warum das so gefährlich ist. Da das Thema aber auch eine ordentliche Prise gesellschaftliche und soziologische Aspekte mit sich bringt, habe ich mich für dieses Thema mit Finn vom Kanal Ultralativ zusammengetan. Er kümmert sich um die Folgen für eine Gesellschaft, die durch konstante Überwachung und das Social Credit System zustande kommen. Bei mir gibt es eher die technische Sicht und die Übertragung auf Deutschland. Das System ist tatsächlich vermutlich nicht das, was ihr denkt, aber ziemlich sicher deutlich schlimmer als das, was ihr denkt. So war es zumindest bei mir. Setzt euch hin, wird wieder wild heute. In meinem Kopf hat sich lange das Social Credit System festgeschraubt, wie die Folge in Black Mirror, wo jede Interaktion mit einem anderen Individuum bewertet. Du bestellst einen Kaffee, gib dem Kellner eine Bewertung. Du feierst eine Party, Gastgeber kriegt eine Bewertung. Und basierend auf dieser Bewertung verläuft dann das Leben des anderen. Ist die Bewertung zum Beispiel insgesamt niedrig, kann man zum Beispiel kein Auto mehr mieten. Ist sie hoch, kriegt man allerlei Vergünstigung. Hier gibt es aber einen massiven Unterschied zu Chinas System. In China bewerten nicht die Menschen sich gegenseitig, das System bewertet euch. Und jetzt fragt mich bitte nicht, was davon besser ist. Doch wie lässt man ein System einen Menschen bewerten? Dazu hat China einen der fortschrittlichsten Überwachungsapparate der ganzen Welt. China war schon lange an Überwachung interessiert, das geht sogar bis zum Jahr 1949 zurück. Allerdings ist erst seit dem Internet wirklich vieles automatisiert und ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, das tragende System dahinter heißt, kein Witz, Skynet. Ja genau, die haben ihre Überwachungssoftware so genannt wie die künstliche Superintelligenz aus Terminator. Tatsächlich gibt es das System aber schon, zumindest unter dem Deckmantel, seit 2005, während Skynet in Terminator erst 2009 einen Auftritt hatte. Vor der Öffentlichkeit verborgen war Chinas System allerdings bis ins Jahr 2013, also nach dem Film. Was war bloß zuerst da, man weiß es leider nicht. Skynets Herzstück, also Chinas Skynets Herzstück, sind Überwachungskameras, die überall verteilt aufgestellt sind. Tatsächlich hat Chinas Regierung angekündigt, dass sie bis 2022 100% aller öffentlichen Orte mit Kameras abdecken möchten. Aktuell umfasst das System fast 1 Milliarde Überwachungskameras. Das ist mehr als eine Kamera für jede 2 Bürger Chinas. Privat werden Chinas Bürger über ihre Smartphones verfolgt. Tracking, Apps, Kamera, Lautsprecher, Zahlungen, Ortung und das Mitlesen von Chatnachrichten ist dort Standard. Seit 2018 wird die Erkennung von Gesichtern anhand von biometrischen Daten durchgeführt. Und Big Data wird zum Überwachen von Social Media eingesetzt. Heute wird Gesichtserkennung fast pausenlos für alle öffentlichen Orte eingesetzt. Dadurch weiß Skynet permanent, wer sich wo befindet und was er oder sie macht. Mithilfe von KI werden Interessen und Machenschaften verfolgt und auch das Internet in China ist abgeschnitten vom Rest der Welt. Chinas große Firewall ist aber ein Thema für sich. Hier sei nur gesagt, dass ca. 70% unseres Internets hier in China gar nicht verfügbar sind, also für die privaten Personen. Hat eine Firma wichtige Daten für den chinesischen Überwachungsapparat, muss sie diese eigentlich auch liefern, denn China ist kommunistisch. Das heißt, stark vereinfacht gehören alle Firmen dem Staat. Die Firmen streiten das aber regelmäßig ab. Alle diese Daten werden für das Social Credit System verwendet. Doch bevor wir uns das ansehen, lasst uns einen Blick nach Europa und Deutschland werfen. Wie läuft es denn eigentlich hier?
Dass unsere Behörden nicht wirklich digital sind, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Bei der Polizei gehen so viele Anzeigen rein, dass schon lange nicht mehr alle bearbeitet werden können. Und ja, auch ich reg mich häufig darüber auf, ich weiß. Doch vielleicht ist vieles von unserer nicht ganz so digitalen Art gar nicht mal so schlecht. Denn die Infrastruktur für die Massenüberwachung, wie in China, die liegt auch schon bei uns. Videoüberwachung an öffentlichen Orten ist keine Seltenheit. Die CDU warb in ihrem Wahlprogramm sogar mit starker Ausweitung der Kameraabdeckung. Allerdings, an eine 100% Abdeckung kommen wir absolut nicht dran, nicht mal annähernd. Künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung gibt es bislang wenig, da die Systeme nicht an ein zentrales Polizeisystem gekoppelt sind. Dennoch müssen wir seit diesem Jahr in unseren Ausweisen die Fingerabdrücke speichern, die dann der Polizei zur Verfügung stehen in einem zentralen Register. Der Staatstrojaner wurde legalisiert, mit welchem, wie ich vor 2 Wochen berichtete, auch Journalisten und Aktivisten gehackt wurden, und eine Vorratsdatenspeicherung haben wir ebenfalls. Zudem ist diesen Dezember im EU-Parlament eine Abstimmung geplant, mit der unsere Chats, also zum Beispiel Telegram, WhatsApp, Signal, Wire und so weiter und so fort, von künstlicher Intelligenz automatisch nach illegalen Inhalten durchsucht werden sollen. Und Banken, ebenso wie andere Firmen, müssen Strafverfolgungsbehörden auch schon länger Auskunft gewährleisten. Auch Standorte können Strafverfolgungsbehörden jederzeit abrufen mit Hilfe einer sogenannten stillen SMS. Das ist quasi eine normale SMS, die der Empfänger nicht sehen kann, die aber dem Sender, also der Polizei, den Standort des Empfängers exakt mitteilt. Wie viel die eingesetzt wurden, lässt sich schwer sagen, da die Daten als geheim oder streng geheim eingestuft werden. Allerdings hat sich zum Beispiel von 2013 bis 2018 die Zahl circa verdreifacht gehabt. Die Berliner Polizei alleine versendete aber zum Beispiel im ersten Halbjahr wohlgemerkt, von 2013 allein 122.098 stille SMS. Wie man die Daten verwenden kann, das zeigt China. Wenn man sehr viele Daten hat, kann man auch gut künstliche Intelligenzen erstellen. Bei über 1,4 Milliarden Einwohnern und knapp 1 Milliarde Kameras geht das ganz gut. Mittlerweile kann Skynet erkennen, ob ihr den Müll richtig rausgebracht habt, ob ihr bei Rot über die Ampel gelaufen seid und ob ihr Steuern hinterzogen habt. Und all diese Informationen werden für euch als Bewertung gespeichert, also wenn ihr Bürger von China seid. Beachtet jedoch, dass nicht jede Stadt in China dasselbe Social Scoring System hat. Jede Stadt hat quasi einige Repräsentanten der einzigen erlaubten kommunistischen Partei Chinas und die legen die Regeln fest, überwachen alles und so weiter. Als Bürger von China erhaltet ihr zunächst 1000 Baseline-Punkte. Das gilt übrigens auch für Unternehmen. Diese stellen eure Vertrauenswürdigkeit dar. Verhaltet ihr euch gut, bekommt ihr Punkte. Verhaltet ihr euch schlecht, werden Punkte abgezogen. Einige dieser Punkte hier vielleicht mal ganz kurz als Beispiel. Denn diese Dinge werden natürlich auch vom chinesischen Staat definiert, was Punkte gibt und was welche abzieht. Ein bisschen ähnlich wie unsere Gesetze. Also das hier sind Beispiele, wie das System an einem Ort zum Einsatz kommt. Wie gesagt, es gibt sehr viele Varianten davon. Berühmt sind diese Bilder hier. Müll nicht ordentlich trennen oder bei Rot über die Straße gehen, das gibt Punkteabzug. Einer alten Dame über die Straße helfen, das gibt Punkte dazu. Die eigene Familie besuchen, gibt Punkte dazu. Aber da gibt es noch so viel mehr. Überzieht ihr eure Kreditkarte, gibt es 10 Punkte Abzug. Findet ihr Geld und gebt das den Behörden zurück, gibt 10 Punkte dazu. Achtung, aber hier natürlich nur große Berge an Geld. Kleinbeträge sind dann nicht so wichtig. Äußert ihr euch regierungskritisch auf Social Media, 50 Punkte Abzug. Wenn ihr euch weigert, Informationen an die Polizei rauszurücken, nochmal 20 Punkte Abzug. Wenn ihr aber Informationen über schlechtes Verhalten von anderen an die Behörden meldet, 3 Punkte dazu. Und wenn ihr sogar gleich alles regelt, ohne die Polizei zu involvieren, zum Beispiel einen Nachbarschaftsstreit, dann gibt es sogar 10 Punkte. Steuerhinterziehung kostet euch 100 Punkte. Zu schnelles Fahren, bedenkt die ganzen Kameras bitte, auch zum Beispiel zweimal falsch parken, kostet euch auch 10 Punkte. Anderes Beispiel, einen speziellen rituellen Tanz tanzen oder Vuvuzela in der Öffentlichkeit nutzen, 5 Punkte Abzug. Und zwar vollautomatisch, einfach nur über die Kameras. Was aber ganz besonders auffällt, wenn man Unterricht illegal, sprich ohne vorherige Anmeldung und Prüfung der Seite von der Regierung abhält, dann gibt das 50 Punkte minus. Denn man könnte ja den Menschen Dinge erklären, die der Staat nicht hören will.
Und wenn ihr der Regierung nicht erlaubt, euch zu sterilisieren, also so, dass ihr keine Kinder mehr zeugen könnt, ja, das wird da wirklich gemacht. Wenn ihr das nicht erlaubt, dann gibt das 40 Punkte Abzug. Auf der anderen Seite steht, wenn ihr Organe spendet, also ohne Bezahlung oder sonstige Gegenleistung, dann kriegt ihr 100 Punkte. Das heißt, zweimal einen Kurs zur Kryptowährung geben und man kann quasi gleich seine Niere verkaufen gehen. Okay, ich denke, ihr habt jetzt eine grobe Ahnung, was dort passiert. Es gibt noch sehr viel mehr Regeln, die euch Punkte bringen oder wegnehmen, aber ich denke, das ist eindrucksvoll genug gewesen. Im Endeffekt ist die Grundregel, alles was Äußerungen gegen die Regierung sein könnten oder Stabilität gefährdet, gibt Punkteabzug. Alles was der Regierung in China hilft, also irgendwie Stabilität ins Land reinzubringen, gibt Bonuspunkte, zumindest nach deren Definition. Loyalität geht hier tatsächlich über die tatsächlichen Vorteile für die Bevölkerung. Doch was heißen diese Punkte jetzt? Was, wenn ich unfassbar wenig oder richtig viele Punkte habe? Da es hier einige Parallelen auch wieder zu Deutschland gibt, habe ich das mal in ein extra Kapitel gesteckt. Tatsächlich dient dieses System als eine Art Schichtensystem. Nicht nur Ober- und Unterschicht, sondern noch ein paar Schichten dazwischen. Hat man über 1050 Punkte, ist man Top-Tier in China. Hier bekommt man zum Beispiel Vorteile im Gesundheitswesen, wie zum Beispiel schnellere Terminvergabe, bessere Ärzte in Krankenhäusern und noch sehr viel mehr. Das erinnert dann doch stark an deutsche private Krankenkassen. Ihr kennt ja sicher alle das Meme. Man ruft beim Arzt an und der nächste freie Termin ist in circa 5 Monaten. Man gibt an, dass man privat versichert ist und bekommt am nächsten Tag direkt um 8 Uhr morgens einen Termin. Auch Chefarztbehandlung ist in vielen privaten Krankenkassen in Deutschland enthalten, während in meiner gesetzlichen nicht mal meine Brille gezahlt wird. Ohne die könnte ich übrigens nicht mal arbeiten. Das führt gesundheitlich zu einer Zweiklassengesellschaft, genauso wie in China. Ist man im chinesischen Modell zwischen 960 und 1050 Punkten, also so ungefähr im normalen Bereich, wo man gestartet hat, dann ja, ist man im normalen Bereich. Hier bekommt man für seine Kinder sogenannte Schulbevorzugung. Ihr könnt das vergleichen mit den deutschen Privatschulen und privaten Hochschulen. Die kosten natürlich in Deutschland Geld. Lehrer, die in vielen Fällen qualifizierter sind als die auf öffentlichen Schulen, Kantinen, wo man danach vielleicht keine Bauchschmerzen hat und außerschulische Förderung, die dann doch nochmal die Talente des Kindes stärken. Scheint, als hätten wir tatsächlich in Deutschland auch sowas Ähnliches. Auch bei Ämtern wird man in China ab dieser Stufe bevorzugt behandelt. Das heißt, man muss nicht so lange warten zum Beispiel. Aber auch im Job, wenn 2 Personen gleich gut sind, wird in China die mit dem besseren Social Score befördert oder eher eingestellt. Auch auf soziale Aktivitäten wird das übrigens bezogen. Danach kommt der Bereich 850 bis 959 Punkte. Hier kommt gelegentlich mal privat jemand vorbei und möchte euch zeigen, wie ihr mehr Punkte bekommen könnt. Also eine Regierungsperson, die euch Schulungen zum Beispiel anbietet, beziehungsweise ihr müsst daran teilnehmen und ihr habt außerdem nicht mehr die Vorteile der anderen Tiers, das heißt keine Schulbevorzugung mehr. Rutscht ihr allerdings unter diese 850 Punkte, wird es wirklich kritisch. Seid ihr noch über 600 Punkten, also zwischen 600 und 850 Punkten, seid ihr trotzdem erstmal in dieser Schicht gefangen für 3 Jahre. Das heißt, ihr könnt da erstmal nicht raus, selbst wenn ihr genug Punkte habt. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr regelmäßig Hausdurchsuchungen bekommt. Ihr steht auf der Regierungsliste. Das ist zwar nicht öffentlich erstmal, aber ihr seid prinzipiell immer verdächtig und das wirkt sich aus. So, und rutscht ihr unter 600 Punkte, seid ihr Abfall. Also in den Augen der Regierung und in den Augen eurer Mitmenschen. Denn ihr werdet öffentlich zur Schau gestellt. Es gibt Tafeln, wo die geächteten Menschen darauf stehen, voller Name, Adresse und Bild. Ihr steht auf einer nationalen Blacklist. Das heißt, ihr könnt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Es ist fast unmöglich, einen Job zu bekommen und ihr dürft öffentliche Orte teilweise nicht mehr besuchen. Die Behörden kommen euch ständig besuchen und es gibt Inspektionen. Förderung oder Sozialhilfe gibt es für euch dann auch nicht mehr. Ihr könnt sogar euren Doktortitel verlieren, wenn ihr in diese Stufe reinrutscht. Der wird euch einfach weggenommen. Den Job kann man auch verlieren und Kredite bekommt man natürlich auch keine mehr. Ihr könnt aus diesem Level für 5 volle Jahre nicht raus, selbst wenn ihr genug Punkte habt, wenn ihr da einmal reingerutscht seid. Und übrigens, wenn ihr wirklich mit Absicht ein Verbrechen begeht, und das gemerkt wurde, dann landet ihr automatisch direkt ganz unten. Völlig egal, ob ihr davor vielleicht bei 1050 Punkten oder mehr wart.
Deutschland ist zum Glück nicht da, wo China ist. Aber wir haben einige Ansätze, die auf solch ein Modell hinarbeiten. Überwachung ist auch bei uns allgegenwärtig, auch wenn sie noch nicht so sehr ausgebaut ist wie in China. Messenger-Überwachung steht kurz bevor, wie gesagt, Abstimmung im Dezember, und Kameras möchten manche Parteien, CDU, auch ausbauen. Die Bausteine für solch ein System existieren also wirklich. Klar, es gibt rechtliche Maßnahmen, dass KIs zum Beispiel nicht über Jobvergabe beim Arbeitsamt entscheiden dürfen, aber getestet wurde solch ein Verfahren durchaus. Da hatte ich übrigens mal in den IT-Trends drüber berichtet. Auch biometrische Daten werden bzw. wurden mit Kameras eingesammelt. Doch die Folgen spüren wir ja nicht, oder? Naja, eben schon. Allerdings ein wenig anders. Wir sind ein kapitalistisches Land. China ist in der Theorie zumindest kommunistisch. Bei uns wird eben nicht nach Verbrechen gesucht, um zu entscheiden, ob wir bessere Gesundheitsversorgung bekommen, sondern das Geld entscheidet. Ihr könnt nämlich nur eine private Krankenversicherung bekommen, wenn ihr mehr als 64.350 € im Jahr verdient, Stand 2021, oder wenn ihr selbstständig oder verbeamtet seid. Alle anderen müssen die gesetzliche Versicherung nehmen und ihr könnt eure Kinder auf Privatschulen schicken, aber natürlich auch nur, wenn ihr dafür bezahlt. Und wenn ihr genug Geld habt, sprich einen Job, der euch über die Runden bringt, werdet ihr auch nicht wirklich zu den Ämtern zitiert. Seid ihr allerdings Sozialhilfeempfänger, müsst ihr regelmäßig dort erscheinen und man drückt euch Jobs, auf die ihr eigentlich gar nicht wollt. Auch für die Kreditvergabe haben wir ein solches System. Die Schufa. Das ist zwar ein extra Video wert, aber im Grunde sammelt die Schufa Informationen über jede und jeden, der hier lebt, und bemisst, ob wir mal die Kreditkarte überzogen haben oder einen Kredit nicht richtig zurückgezahlt haben. Falls ja, wird es wohl nichts mit der eigenen Wohnung. Punkte wie bei China gibt es aber bei uns nicht. Oder wenn man falsch parkt, dann muss man halt ein bisschen Geld bezahlen. Wenn man zu schnell fährt, muss man halt einen Strafzettel bezahlen. Wie wir gerade gesehen haben, unsere Währung. Begeht man Verstöße, zahlt man Geld. Ihr seht, im Grunde haben wir solch ein System schon recht lange und es dehnt sich immer mehr aus. Bei uns wird ein Mensch nur eben daran gemessen, wie viel Geld er oder sie verdient, nicht an den Punkten. Und das macht das System fast noch ein bisschen kränker als das von China, wo man an seinen Taten gemessen wird. Ist man reich, kommt man auch besser mit einem Vergehen davon, denn die besten Anwälte muss man sich erstmal leisten können. Allerdings muss man auch sagen, dass bei uns regierungskritischer Content, wie zum Beispiel meiner, nicht mit einer Strafe geahndet wird. Bei uns wird niemand eine Strafe auferlegt, weil er oder sie Schulungen hält. Und bei uns wird auch niemand fürs Petzen belohnt. Doch ist das wirklich so schlimm? Ich sehe schon jetzt die ersten Kommentare, was für ein Hardcore-Kommunist ich doch bin. Das haben tatsächlich schon Leute bei mir geschrieben. Doch diese Leute haben mir offensichtlich nicht bis hierher zugehört. Eine Gesellschaft braucht Struktur. Sie braucht Regeln. Und hält man sich nicht an diese Regeln, dann braucht man Behörden, die einschreiten können. Das ist die Definition einer Gesellschaft. Haben wir keine Regeln, haben wir Anarchie. Auf kurz oder lang herrscht dann das Recht des Stärkeren und darauf haben wohl die allerwenigsten Bock, außer sie zählen zu den Stärksten. Doch wenn Karrieren und Leben beendet werden, weil man öffentlich sich an Protesten beteiligt hat, dann ist das nicht geregelt, sondern diktatorisch. Die meisten investigativen Journalisten sind mittlerweile aus China geflohen, weil ihnen das Leben einfach zur Hölle gemacht wurde. Zu viele Überprüfungen haben die vierte Staatsgewalt quasi komplett entfernt. Viele Prominente wie der MMA-Kämpfer Zhu Xiaodong sind geflohen, weil sie an Demonstrationen gesehen wurden. Das hat nichts mit Stabilität oder Ordnung zu tun, sondern mit Kontrolle. In China wird die uigurische Minderheit unterdrückt, ja sogar zur Sterilisation gezwungen. Menschen verschwinden einfach und die Überwachung spürt die wieder auf, die vor der Regierung geflohen sind. In unserer deutschen Gesellschaft ist die Währung aber eine andere, nämlich das Geld. Arbeitet man hart, hat man mehr Freiheiten, um zum Beispiel in den Urlaub zu gehen. Man hat aber auch die Freiheit, weniger zu arbeiten. Bei uns wird eigentlich niemand derart geächtet dafür, dass er sich regierungskritisch äußert oder dass er weniger arbeiten möchte oder kann. Und doch driftet das Ganze aktuell in Bereiche ab, die mir wirklich Angst machen. Kritischer Content wie meiner wird von manchen von euch Zuschauern als Verschwörungstheorie abgetan, obwohl ich immer faktenbasiert und immer mit Quellen arbeite. Hier kommt die Ächtung nicht mehr vom Staat, sondern von den Menschen. Leute werden gedoxt und geächtet dafür, dass sie ihre eigene Meinung vertreten. Und Überwachung wird immer mehr.
Kurze Erinnerung, auch in Europa wurden investigative Journalisten mit Staatstrojanern gehackt. Eine KI darf automatisch für eure Äußerung auf Social Media eine Anzeige stellen, Stichwort Hate Speech, und dann haben wir auch schon die Hausdurchsuchungen, die in China nur die niedrigeren Tiers durchmachen müssen. Im Dezember steht eine Abstimmung bevor, die Messenger verpflichten soll, Chats mit einer KI zu überwachen und automatisch Anzeigen zu stellen. Selbst wenn unsere aktuellen Systeme noch nicht den Umfang und das Ausmaß aus China haben, so legen wir hier definitiv einen großen Grundstein. Massenüberwachung ist nötig, um Menschen mit einem Algorithmus zu beurteilen. Unverschlüsselte Chats sind nötig, um die Absichten von Menschen zu erfassen und sie zu beurteilen. Darunter leidet dann auch die Pressefreiheit. Denn Informanten kann ich mit einem gehackten Handy einfach nicht schützen. Und da drängt sich dann die Frage auf: Wenn die Presse weg ist, die vierte Staatsgewalt, wer kontrolliert die, die uns kontrollieren wollen? Das Bundesverfassungsgericht hat Vorratsdatenspeicherung bereits mehrfach als illegal gewertet. Dennoch kommt sie immer wieder. Auf der Seite der Regierung hingegen gibt es allerlei Korruption und Vertrauensmissbrauch und es geschieht rein gar nichts. Wie schaffen wir es also wieder zu einem normalen Zustand zurück? Es gibt viele Baustellen. Ihr seid eine davon. Nehmt eure Mitmenschen ernst und seid respektvoll online. Das ist einer der Punkte. Überwachung ist eine zweite Säule. Baut man sie ab, hat man plötzlich wieder Ressourcen, echte Vergehen zu verfolgen und verschwendet die Zeit der Polizisten nicht mit Belanglosigkeiten. Man gibt den Menschen auch wieder ihre Individualität zurück. Und die dritte Säule ist die Chancengleichheit. Es gibt aktuell auch die politische Forderung nach einer gemeinsamen Krankenversicherung. Das geht auf den Hintergrund von vorhin zurück. Die Frage ist, sollte man da noch mehr verfolgen? Wie viel Vorteil sollte man sich mit dem sozialen Kredit Geld kaufen dürfen? Vorteil in der Gesundheit? Vorteil in der Bildung? Vorteil in der Pflege? Was meint ihr? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und außerdem schreibt mir, was ihr noch als wichtig erachtet, um hier zu einem Zustand zu kommen, in dem nicht jeder beurteilt wird, sondern einfach seinen eigenen Weg gehen kann. Denn denkt an eines der wichtigsten Zitate über Demokratie und Meinungsfreiheit, das es je gab. Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Das stammt von Voltaire. Bis dahin, ciao.